Check, check. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Herrschaften. Wir sind hier mikrofontechnisch ausgestattet heute. Ich will euch berichten, wir fahren nach Herford aufs Käfer-Wintertreffen und mir ist es eine Ehre, euch hier heute mitnehmen zu können, ne? Also, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir haben uns hier heute wieder im Bumsbus versammelt. Hinter der Kamera haben wir Paula. Hallo. Dann haben wir hier als Fahrer. Hallo. Phil ist auch dabei, ne? Also, wir sind komplett ausgestattet. Jetzt holen wir noch einen vierten Mann ab und dann ballern wir direkt durch zum Wintertreffen in Herford. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Drückt doch einfach vorab schon mal auf dieses Daumending und dann sehen wir uns gleich wieder. Musik geht für euch jetzt ab. Viel Spaß. So Leute, wir sind mittlerweile angekommen hier in Herford auf dem Käfer-Wintertreffen und ich muss euch sagen, es war eine anstrengende Fahrt, 4 Stunden auf der Bahn. Trotz alledem sind wir ganz gut durchgekommen. Jetzt ist hier draußen schon wieder weniger los, weil der halbe Tag schon rum ist. Normalerweise stehen hier immer die luftgekühlten. Es ist dieses Mal sehr T3-lastig gewesen. Da hinten stehen noch vereinzelt ein paar Autos, aber auch nicht viel. Ich habe hier heute für euch wirklich die ganze Zeit eine Aufnahme gemacht hiervon, eine Aufnahme gemacht davon und ich kann euch sagen, es war eine tolle Stimmung. Es war viel los hier heute. Wir haben ein paar Schnapper gemacht. Aber fürs Erste kann ich euch jetzt hier draußen nicht mehr viel über die Autos erzählen. Ich kann jetzt sagen, hier T3-Pritsche. Wahrscheinlich 88er Baujahr, weil eine 88 auf dem Kennzeichen ist, war. Aber das ist ja auch jetzt erstmal nebensächlich. Drin ist richtig die Hölle los. Und ich würde sagen, für euch gehen wir jetzt nochmal rein. Und danach lege ich mal Musik rein. Und dann kriegt ihr mal zu sehen, was ich hier heute so geschossen habe am Aufnahmen. Aber erstmal gehen wir jetzt nochmal rein. Gucken uns da nochmal alles an. Vorne die Futterbuden auch toll. Haben wir lecker Pommes gehabt vor. Also das lohnt sich auf jeden Fall immer, hier mal eine kurze Reise hinzunehmen, ne? Leute, ich will bis gleich sagen. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Ende der Verkaufshalle. Hier sind Teilestände über Teilestände. Jeder verkauft hier sein Hab und Gut. Ob Neuware, ob Altware, alles vertreten. Also wenn ihr was sucht, ihr kriegt hier wirklich alles, ne? Toll, was die hier so aufgezogen haben. Guck mal, Herr Kraftmodus da mit seinen besten Leuten auch vor Ort, ne? Und ich will euch sagen, eigentlich können wir jetzt mal direkt Musik abmachen und hier mal das Ganze zeigen, ne? Hinten geht es noch weiter mit Autos und so. Da quatsche ich euch dann gleich nochmal voll. Leute, viel Spaß jetzt mit den Eindrücken hier und dann bis gleich, ne?
Haupthalle, könnte man meinen. Die Leute sind hier und haben ihre verschiedenen Stände aufgebaut. Hier wird das Aircooled Race Weekend präsentiert. Außerdem haben hier sämtliche Händler ihre Locations, ne? Hier gibt es ganz tolle Luftfiltergehäuse und sowas zu kaufen, ne? Geilen Kram. Also hier kann man sich richtig inspirieren lassen, was toll ist, was einem gefällt und so, ne? Überhaupt. Hier wird das gezeigt, das nächste Treffen, HO26, das sollte man sich auf alle Fälle in den Kalender schreiben. Tolle frühe Brezel, hier noch mit der Prägung in der Klappe da, 48 oder so, vielleicht noch 49, das weiß ich nicht genau. Ist ein tolles Auto, ne? Also muss ich sagen, hier drüben steht dann der nächste wieder und stellt alles aus, was er dabei hat. Hammergeil, hammergeil. Die Leute bauen jetzt hier langsam ab. Wir haben den Tag geschafft und ich muss sagen, Lars, hau rein, ne? Wir sehen uns, wir hören voneinander. Ciao. Ja, jetzt ist hier, wie gesagt, Abbau angesagt. Hier steht auch so ein schöner Baha-Back. Also wirklich was für jeden dabei. Einiges an Porsche-Wagen und so. Da hinten steht ein ganz toller Scheunfund an Ovali noch. Den habe ich mir vorhin schon mal näher angeguckt. Richtig cool. Außerdem steht hier Bugworld auch mit einem richtig geilen Ovali-Käfer. Der ist technisch wirklich High-End aufgebaut. Total geil. Hatte ich gar nicht ganz die Zeit, mir alles genau anzugucken. Aber hier, ich weiß nicht, ob das jetzt hier echt Carbon zum Beispiel ist oder nur Folie. Das will ich nicht sagen. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Aber Fakt ist, oh, hier sind Typ 4 mit schön Porsche-Lüfter und all sowas. Das ist doch der Traum. Da will man doch hin, wenn man alt wird. Guckt euch das mal an. Was haltet ihr davon? So altes Auto mit neuer Technik. Wie gesagt, schönes altes Ding hier. Ovali-Käfer von 53 bis 57 gebaut. Total klasse. Ihr sollt mal reinschreiben in die Kommentare. Würdet ihr jetzt, wenn ihr so ein altes Auto habt, auch mit so neuer Technik versehen? Oder wäre das euch lieber schön auf Oldschool? Ich find's klasse. Ich find's geil, ne? Ja, hier werden Köpfe präsentiert und all sowas haben wir da, ne? Lackierer stellen hier aus. Also Leute, eine Reise hierhin lohnt sich auf alle Fälle immer. Das ist so für zwischen den Wintertagen echt eine tolle Sache, so, ne? Jetzt hier, wie gesagt, da stehen die nächsten Motorenbauer und präsentieren, was sie haben. Wem Elektroautos gefallen, der kann sich hier ebenfalls beraten lassen. Meins ist es nicht so, das wisst ihr ja sicher. Und hier muss ich jetzt sagen, ne, ist wieder aufgetaucht. Der T1-Bus von einem Kumpel von mir, den hat er mal verkauft, dann war er irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und auf einmal steht er hier wieder. Das Auto hat er Anfang der 2000er fertig gemacht oder sowas. Und guckt euch mal an, wie gut er noch dasteht. Also richtig klasse Auto. Der ist zu verkaufen, ne? Guckt ihr rein, zack, einmal groß in die Kasse gegriffen und dann kann das losgehen. Wer sowas will, kann sowas kaufen, ne? Ja, Leute, hier ist so Patina-Auto. Ob das jetzt echte Patina ist oder beilackiert. Ich würde tendieren auf echte Patina. Guck mal, weil da unten die Kante ist ja beilackiert und so. Aber auch tolles Auto. Mal was anderes von den Transporters hier. Normalerweise immer alles piekfein bis in die letzte Rille lackiert und jetzt mal was mit Patina. Ich weiß nicht, ob das von Nils der Wagen ist. Ich weiß es nicht. Das weiß hier keiner so genau, ne? Außerdem steht da ein toller Scirocco, ne? Da wird hier auch einfach mal ein bisschen wassergekühlt präsentiert. Das gehört dem den einzigartigen Blonden, ne? Der sagt, so ein Auto braucht er mal wieder. Wie in der Jugend will er sich wieder ein bisschen jung fühlen, ne? Leute, ich würde sagen, ihr habt ein bisschen Eindrücke gekriegt von hier. Wir brechen jetzt die Rückreise an und dann bis gleich, ne? So Leute, wir sind wieder angekommen hier im guten Domizil, ne? 4 Stunden Fahrt nochmal. Hat Phil gut gemeistert, ne? Phil, bist du gut durchgekommen? Gut durchgekommen. Hattest du Probleme mit Stau? Hatte ich keine Probleme mit Stau. Oh, und willst du mal zeigen hier? Oh, der schick sind die. Schick sind die. Für Paulas Bus, ne? Das waren schon Deals, die vorab waren. Aber Leute, hier, ihr seht, der Kofferraum ist voll beladen. Wir haben Teile über Teile. Wir laden jetzt mal eben aus und dann zeige ich euch das gleich nochmal so auf der Werkbank, was dabei ist. So, ne? Also ich bin ganz glücklich. Gut, bis gleich. Ich bin schon ordentlich müde, Leute. So, Leute, und trotz der späten Stunde, ne, muss ich euch doch noch mal kurz präsentieren, was ich jetzt hier habe. Einen Moment. Ja, so muss das gehen. Die meisten Teile, muss ich euch sagen, waren eine Vorababklärung, so Übergaben, dass man das da alles geregelt hat. Einer von euch tollen Abonnenten hier, der hat mir dieses Getriebe abgeholt und mit dahin gebracht. Da habe ich mich total gefreut. Vielen Dank nochmal, Timo, ne? Das war echt erstklassig. Und jetzt habe ich hier nochmal ein zweites AHA-Getriebe liegen. Ja, das war einfach da und dann habe ich das quasi zugeschlagen und dann auch noch das DC gleichzeitig und jetzt ist der Plan, das eine einzubauen und das andere überarbeiten zu lassen. Deswegen habe ich jetzt 2 von diesen mittellangen Käfergetrieben und außerdem, wenn man die günstig kriegen kann, denn, ne, es gibt ja da auch noch so ein Traumauto, dann hätte ich dafür vielleicht auch eins noch sonst über. Ich bin auf jeden Fall glücklich darüber. Außerdem sind nach langer Zeit jetzt auch hier schön die 5,5er Felgen für ein Lies-Käfer-Projekt für den roten da vorne, für die Hinterachse da. Die können jetzt als nächstes schön angepettet werden und auch frisch lackiert werden. Die habe ich bei Kleinanzeigen für einen Fuffi geschnitten
geschnappt, waren aber tief in Süddeutschland und dann ein Bekannter, der war da in der Nähe, der hat sie mir abgeholt und so. Dann hat ein anderer die mir jetzt mit nach Herford gebracht und da war dann Übergabe. Jungs, auch nochmal danke für diese Übergabe. Außerdem habe ich hier 4J Kronprinz-Felgen. Ich finde diese Kronprinz-Felgen einfach total toll und habe da schon lange von geträumt, einfach mal welche zu haben. Für die private Sammlung einfach. So in der Ecke der tollen Teile, die ich besitze, wollte ich so eine Rundlänge schon immer mal haben. Und jetzt habe ich die in einem seltenen Maß 4J gekriegt. 2 Stück schön für die Vorderachse theoretisch. Guck mal auch von der ET, wie geil dieser Stern steht. Mit den Dingern bin ich auch total glücklich. Marco, nochmal an der Stelle vielen Dank, dass du mir die für den tollen Kurs auch verkauft hast. Die gehen erstmal in meine Sammlung rein. Zurzeit habe ich ja noch gar kein Auto mit dem Lochkreis. Außerdem hat Marco hier an mich gedacht und mir so ein Lüftungsgitter hier in unverbogen in der richtigen Farbe Tigergrün besorgt. Es wurde mal überlackiert, aber der Originallack ist da toll unter und ja, ich zeig's euch, da gab es auch noch das Plastik dazu, schön in Original. Da hatte ich vorhin Repro drin, was komplett zerknittert, kaputt gebrochen war nach dem Unfall hier. Ja, das gehört da so hin. Natürlich steht das da jetzt nur für Grippzange drin. Habe ich noch nicht so wirklich mal versucht in die Front einzupuzzeln. Ist auch jetzt erst da das Blech, aber man hat das mal so im Sollmaß schon mal wieder da. Bin ich total glücklich auch. Danke Marco, wirklich. Und Leute, hatte ich noch nie wirklich, nur in abgebrochen, hatte auch Marco mir organisiert eine schöne Antenne. Richtig geil hier für meinen Bus auch, ne? Die kommt hier nachher so ran. Oh, und da freue ich mich auch richtig, dass ich hier mal eine Antenne rankriege mit gewisser Länge. Ich will mal schnell gucken, ob ich die noch ausgezogen bekomme. Einen Moment bitte. Kurz Geduld. Oh, die kann man sogar ausziehen noch. Ja, richtig geil. So ein langes Rohr hier. Schöner langer Stab. Ran hier an den Bus. Mann, das ist doch geil. Ja, Marco, danke, du. Da freue ich mich total. Echt. Außerdem gehören zu den vorab geklärten Dingen dieser Karton hier. Kommt auch von meinem Patenonkel, von dem ich hier auch die Tür für den Bus erstmal geliehen habe. Einmal die Innereien hier quasi, das Schloss und ein Türgriff, damit ich jetzt das Schloss mal einbauen könnte und hier gucken kann, wie es mir hier in die Falle schnappt. Ne? Also das ist richtig geil, dass ich das jetzt da habe. Jetzt kann ich das mal die Tage in die Tür einbauen. Und dann sehen wir auch da weiter. Ebenfalls vorab organisiert. Dieser Karton mit all den schönen Dingen hier drin. Wirklich toll, was ich hier Tolles habe. Das ist für die Hinterachse von meinem T2B, damit wir hier dieses Problem von Kronmodell aufgelöst kriegen. Dass das einfach weg ist, dieses Problem. Ja, Leute, das waren diese ganzen vorab geklärten Dinge, die wir da mit Übergabe. Dann habe ich natürlich auch noch was hier von Olli gekriegt. Oder was heißt natürlich? Ich habe noch was von Olli gekriegt. Guck mal, da hat Olli mir hier so eine Stoßstange schon lange mal gesagt, dass er sowas noch liegen hat für einen Käfer, für meinen 67er. Die packe ich mal hinten zum Teilehaufen vom 67er wieder. Ich habe da jetzt eine Stoßstange. Sie ist nicht die schönste, sie hat ordentlich Patina. Aber ganz im Ernst, Leute, einem geschenkten Gaul guckt man echt nicht ins Maul. Vor allen Dingen nicht in diesem Fall. Total geil, freue ich mich wieder ein Teil mehr für den 67er. Außerdem hat Olli den hier noch gehabt und mir einfach in die Tasche gedrückt. Er sagt, nimm den jetzt mit, Junge. Ich ganz bescheiden, wie ich nun mal bin, sag, ich möchte nicht, Olli, ich will nicht geschenkt, was willst du haben und so. Sagt er, nimm jetzt diesen Drehzahlmesser mit und auch über den freue ich mich ganz doll. Ob ich den nachher in den 67er einbaue oder was ich mit dem mache, ich denke mal erstmal einmal prüfen, ob der überhaupt funktioniert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich hier im Käfer, dass er sich hier unten, im Käfer da so, dass er sich da auch toll machen würde, so ganz grundsätzlich. Irgendwie so in die Richtung, ne? Ja, das wäre klasse. Aber da, ja, muss Nelly natürlich auch ihr Wort verlieren und außerdem, ja, wie gesagt, finde ich den auch selber ganz klasse für einen 67er, ne? Den packe ich wahrscheinlich auch erstmal mit zu den tollen Teilen, so, ne? Ja, Leute. Und dann habe ich da auch noch richtig ein bisschen Geld auf den Kopf gehauen. Nicht mein eigenes, sondern echt Nellys Geld. Ich habe ein schönes Lenkrad gekauft hier. Christian, vielen Dank nochmal für den geilen Kurs. Ich habe das schon den ganzen Tag auf dem Tisch liegen sehen und dachte immer, oh, Nelly war ja nicht dabei. Gefällt es ihr jetzt oder gefällt es ihr nicht? Aber ich musste es letztendlich mitnehmen. Schönes altes Raid-Lenkrad mit Hupenknopf. Alles Narbe, original VW da und so. Also das ist jetzt Plug and Play für den Käfer. Ich hoffe, Nelly gefällt's. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Auf dem Foto hat sie schon Daumen gegeben. Sie sagte, ist cool. Und ich würde es am liebsten auch jetzt direkt einbauen. Aber ich kann es Nelly ja jetzt nicht antun, ne? Das muss ich schon mit ihr zusammen machen. Außerdem habe ich ebenfalls für Nellys Käfer schöne Stoßdämpfer Konis gekriegt. Auch ein toller Kurs. Und wir haben gleich was Besseres an Dämpfern als ein paar olle Seriendämpfer da, ne? Richtig geil. Da freue ich mich auch schon, die einzubauen. Dann ist der Käfer mal gleich wieder ganz ein Stück weiter.
geiler, wenn da ein paar Dämpfer drin sind, ne? Olli Zinkern hat mir dann noch dieses Heft geschenkt. Freue ich mich richtig drüber. Sex im VW, das ist jetzt hier wirklich nicht jugendfrei. Ich mache da nicht weiter jetzt. Ich blätter nicht rein. Aber das Geile daran fand ich, dass das aus Flensburg kommt, dieses Heft. Original aus dem hier Steffensen Verlag. Ganz im Ernst, ne? Wenn das nicht geil ist, dieses Heft, da muss ich echt in einer ruhigen Minute nochmal durchlesen. Freue ich mich irre. Jetzt habt ihr nochmal gesehen, was wir hier alles schön eingekauft haben. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke hier von Herford gut gefallen. Ich mache jetzt Feierabend, obwohl ich wirklich gerne mit euch das Lenkrad noch einbauen würde. Aber es ist auch nicht drin. Jetzt reicht's hier. Mein Gelaber hat ein Ende. Dieses Video auch. Schreibt mal gerne rein in die Kommentare, wie ihr die Teile und vor allen Dingen das Lenkrad findet. Ob ihr sagt, Alter, bau das bloß in Käfer rein. Ich zeig noch mal ganz kurz. Ich halte das nur mal rein und zeig euch das ganz kurz. Oh, gucken mal, wie das da aussehen könnte. Richtig heiß, so mit dem Sitz dazu und so. Ich finde das Lenkrad perfekt für das Auto. Da ist ja jetzt auch geschmacklich wieder genau das mit den Felgen nachher, so wie ich mir das alles vorstelle. Das ist ein i-Tüpfelchen quasi. Also wirklich was besonders Schönes. Naja, wie dem auch sei, ich will jetzt Tschüss sagen. Nächste Woche geht's hier weiter am Bus. Da könnt ihr euch auf ein Video freuen. Wir wollen hier am Unfallschaden ordentlich ein Stück weiterkommen, ne? Die A-Säule muss jetzt rein. Langsam wenigstens mal eingepasst werden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt gerne mal einen Kommentar rein hier von wegen, wie ihr das Lenkrad findet, wie ihr die ganze Ausbeute hier findet und vor allen Dingen, wie ihr auch das Video fandet, ob euch die Eindrücke gefallen haben, ne? So, und jetzt aber auch Tschüss. Ahoi!